Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mich mal auf verschiedenen Websites umgeschaut, um mir etwas Zubehör für meine DJI Mini 2 zu bestellen. Wichtig ist natürlich, dass viele Artikel die Mini 2 schwerer machen als 249 Gramm. Außerdem gibt es viele Produkte, die von der Mavic Mini übernommen wurden und hier zeige ich einige und muss aber noch überprüfen, ob diese auch zu 100% passen. In diesem Sinne schauen wir uns jetzt mal um, was es alles für interessante Dinge auf dem Markt gibt. Als erstes gibt es meiner Meinung nach eine clevere Idee. Diese Landefüße sind ein Landegestell, was die Bodenfreiheit beim Starten und Landen um rund 4 cm erhöht. Dadurch kann man auch auf unebenen Flächen bequem nach oben gleiten und sie schützen Propeller und Gimbal vor Bodenkontakt. Die Sensoren oder andere Bauteile werden laut Hersteller nicht beeinträchtigt. Das Flugverhalten soll ebenfalls gut sein. Weiterhin ist kein Kleben oder Schrauben nötig, einfach anstecken und fertig. Gute Idee, denn wie oft steht man auf dem Acker und sucht gerade Flächen. Hiermit hat man mehr Möglichkeiten, geeignete Startplätze zu finden und 5 € Verkaufspreis sind echt erschwinglich. Es gibt natürlich auch noch weitere Anbieter und Bauformen und einige davon habe ich euch in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wessen Smartphone zu klein ist, der kann die neue Mini 2 natürlich auch mit einem Tablet fliegen. Passend dazu gibt es verschiedene Tablet-Halterungen für den neuen Controller. Hier sollen alle Tablets von 4,6 bis 10,5 Zoll reinpassen. Der Tablet-Ständer wird einfach in die Handyhalterung eingeführt und schon schwebt das Tablet über dem Controller. Man sollte darauf achten, dass man aus Aluminium gefertigte Halterungen nimmt. Plaste und Elaste hat meiner Meinung nach nur eine kurze Lebensdauer. Preislich liegt das Zubehör zwischen 20 und 40 €. Ob als Original DJI-Zubehör oder China-Kopie sei jedem selbst überlassen. Vorschläge als Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer viel unterwegs ist und verschiedene Videoaufnahmen macht, der wird irgendwann auf ND-Filter oder Wechsellinsen nicht verzichten können. Diese Filter sind speziell für die Mini 2 Drohne gefertigt. Sie bestehen aus mehrfach beschichtetem Glas und garantieren eine makellose Optik. Im Set befinden sich 5 verschiedene Filter, die in einer Schutzhülle ideal zu transportieren sind. Einfach auf die Kamera aufstecken und fertig. Preislich ist man hier nicht ganz günstig dabei, aber gerade im Schnee oder hellem Sonnenlicht wird man es nicht bereuen, dieses Zubehör erworben zu haben. Knapp 60 € sollen sie kosten und wer mal genauer nachschauen möchte, der findet den Link in meiner Videobeschreibung. Zum Thema MicroSD-Karte. Hier kann man natürlich alle schnellen Karten verwenden. Bis zu 256 GB passen in die neue Mini 2 rein und bewährt hat sich hier ganz besonders die SanDisk Extreme 128 GB. Schnelle Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 Mbits und Schreiben von bis zu 90 Mbits sind möglich. Temperaturbeständig, wasserdicht, röntgensicher und stoßfest, so bewirbt der Hersteller hier seine Karte. Ich kann nur sagen, seit circa einem Jahr beschreibe ich die Karte und lösche sehr oft auch wieder Dateien. Und bis jetzt hat sie mich noch nie im Stich gelassen. Preis-Leistung stimmen ja auch. Bei Amazon kostet die Karte derzeit 15 €. Link in meiner Beschreibung. Ungewöhnlich und witzig finde ich auch das nächste Zubehör. Im Dunkeln, da würde mich die Mini 2 hier an ein UFO erinnern. Aber wer mal im Dunkeln fliegen möchte, für den lohnt sich vielleicht das Taschenlampenkit. Der LED-Lampenhalter ist um 180 Grad drehbar und so können die Lampen nach vorn und nach unten strahlen. Der Hersteller verspricht dir, dass der Flug nicht beeinträchtigt wird und die Drohne hierdurch im Dunkeln kilometerweit sichtbar bleibt. Das LED-Set beinhaltet 2 Lampen, den Montagesatz, M3-Schrauben und die nötigen Batterien. Sinnvoll? Fragezeichen. Naja, vielleicht um die Drohne auch im Dunkeln zu sehen oder mal bei Filmaufnahmen ein UFO zu imitieren. Preislich kostet dieses Zubehör aktuell 17 € und genaueres gibt es hier in der Videobeschreibung. Und bei ungewöhnlichen Dingen machen wir natürlich auch gleich weiter, denn hier gibt es ein Wasserlandegestell. Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Mini 2 nicht wasserdicht ist, aber wer mal im Sommer seine Drohne aus dem Schlauchboot oder direkt vom Wasser starten möchte, kann es hier auf eigene Verantwortung versuchen. Starten und Landen der Drohne soll hier völlig einfach möglich sein, so der Hersteller. Das Zubehör besteht aus einer Halterung und 2 Schwimmpads. Für 21 € kann man hier hoffentlich Spaß auf dem Wasser haben oder auch nicht.
Der Link wie immer in meiner Beschreibung und wer das Teil bestellt hat, der kann ruhig mal in meinen Kommentaren schreiben, ob es gut funktioniert. Wer die DJI Mini 2 nicht als Combo-Pack bestellt hat, der wird bestimmt auch mal nach einer Tasche Ausschau halten. Hier gibt es natürlich von DJI Original-Zubehör. Aber andere Anbieter haben günstige Varianten, die auch ihren Zweck erfüllen. Diese Tasche, die kostet etwa 20 € und bietet genug Platz für die Drohnen und weiteres Zubehör wie Akkus, Ladehalterung und vielem mehr. Der Controller ist geschützt, genau wie die Drohne, und in dem Reißverschlussfach, da kann man die Kabel übersichtlich verstauen. Die Tasche ist aus wasserdichtem Stoff und schützt deine Drohne vor Stürzen und Beschädigungen. Bei Interesse findet ihr den Link in meiner Videobeschreibung. Wer auf ein Landepad nicht verzichten mag, ist natürlich darauf bedacht, es leicht transportieren zu können. Hier ist das Produkt wahrscheinlich genau richtig. 3 verschiedene Größen werden hier angeboten, 55, 80 und 110 cm. Das Pad ist wasserfest sowie einklappbar und leicht zu transportieren. Weiterhin schützt es die Drohne vor Sand und Wasser. Kunststoffnägel helfen den Landeplatz in schwierigen Umgebungen perfekt einzurichten. Durch Reflektoren im Landepad ist hier auch problemloses Starten und Landen in der Dämmerung möglich. Preislich, da startet das Produkt bei 12 € für die kleine Ausführung. Und weitere Infos? Klar, in meiner Videobeschreibung. Wer seinen Controller schützen möchte, der packt ihn einfach in Silikon ein. Erhältlich ist der Schutz in verschiedenen Farben mit rutschfestem Streifendesign. Wasserdicht und mit wetterfesten Ölen behandelt, hat man hier laut Hersteller lange Freude an seinem Produkt. Speziell für die Mini 2 oder Mavic Air, diese Hülle passt an beide Controller. Wer Lust auf Farbe und Schutz hat, der kann dieses Produkt für 12 € erwerben. Link hier in meiner Videobeschreibung. Eine sehr nützliche Funktion hat auch die zusätzliche Sonnenblende für dein Smartphone. Sie ist kompatibel für die Mini 2 und bietet den ausreichenden Schutz bei starker Sonneneinstrahlung. Leicht und tragbar, einfach zu verstauen sowie einfach zu installieren. Kompatibel ist dieses Produkt mit Smartphones von 4,7 bis 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale. 14 € kostet der Schutz und hiermit hast du trotz starker Lichteinstrahlung immer den Überblick und kannst deine Drohne sicher steuern. Mehr Infos erhaltet ihr hier in meiner Videobeschreibung. Wer seine Drohne liebt, der kann sie natürlich auch ansprechend zur Schau stellen. Hierfür eignet sich diese Ladestation natürlich ganz besonders und setzt man zusätzlich noch eine kleine LED-Lampe ein, so kann das ein großer Hingucker in der eigenen Schrankwand werden. Vom Design her ist die Glocke wundervoll gestaltet und für rund 30 € kann diese bald auch euer Zimmer verschönern. Den Kauflink gibt's in der Videobeschreibung. Wer seine Drohne persönlich branden möchte, für den gibt es viele Möglichkeiten in Form von Aufklebern. Wasserdicht, kratzfest, in perfektem Design und einfach zu bekleben, so der Hersteller. Es gibt diese Folien natürlich in unterschiedlichen Designformen und Varianten und preislich ist man hier ab ca. 10 € dabei und kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Der Link wie immer in meiner Videobeschreibung. Das waren meine Vorschläge in Sachen Zubehör für die DJI Mini 2. Bestellt habe ich jetzt das Landepad, die Ladefüße, das LED-Lampenkit sowie die Tablet-Halterung. Sofern alles von mir ausprobiert wurde, gibt es natürlich noch ein ausführliches Testvideo. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und lasst mir bitte ein Abo oder ein Like da oder kommentiert fleißig, was euch von diesem Zubehör interessieren würde. In diesem Sinne wünsche ich euch eine entspannte Zeit und gern bis zum nächsten Video.